On your right hand side you can see the French Institute, where language courses can be visited and cultural performances are also held. The French Institute was designed by a Frenchman, Georges Maurice, and was opened in 1992. Weiter hinten können Sie das Französische Institut erkennen. Dort kann man an Sprachkursen teilnehmen und kulturelle Vorführungen anschauen. Das Gebäude selbst wurde von einem Franzosen namens Georges Maurice gebaut und öffnete in 1992. On the castle hill you can see an uprising great tower which belongs to the Matthias Church. It was founded by King Bill IV in the 13th century and was extended by Louis the Great Sigmund of Luxembourg and King Matthias in the 15th century. It became the main temple of the Turks in 1541. It was burned down in the 18th century and was rebuilt by Frigyes Hurek in Neo-Gothic style in the 19th century. The last Hungarian king, Charles IV, was also crowned here. Auf dem Schlosshügel sehen Sie jetzt einen großen Turm, der zur Matthiaskirche gehört. Die Kirche hat ursprünglich Bill IV bauen lassen und es wurde später vom König Matthias erweitert. In 1541 wurde es zur Hauptkirche von den Türken. Im 18. Jahrhundert brannte es nieder und wurde im 19. Jahrhundert von Frigyes Hurek neu aufgebaut. Der letzte ungarische König, Károly IV., wurde hier gekrönt. On your right hand side you can see Buda again, and on the top of the hill there is one of the most spectacular buildings of the city which attracts your attention, the Castle of Buda. On which it was built, the castle hill is about 1.5 kilometers long, crowded with houses and could be compared to a floating stone gallery. The golden age of that district started in the 15th century. At that time about 8,000 people lived in the city, and due to the fair, open-minded King Matthias, it was a melting pot of different nations. Auf dem Hügel sehen Sie jetzt eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Budapest, den Schloss. Der Schlosshügel selbst ist 1,5 Kilometer lang und es ist vorgebaut mit verschiedenen Gebäuden. Die goldene Ära dieses Bezirks fing im 15. Jahrhundert an. Damals wohnten 8000 Leute in der Stadt von vielen verschiedenen Nationalitäten. The castle was founded by King Bill IV in the 13th century when he put here his seat from Esztergom, which was the former capital of Hungary. Under the castle there is a net of caves. Today there is a historical museum of the modern age and the Hungarian National Gallery with great exhibitions throughout the year. Der Schloss selbst wurde wie so vieles von Bill IV. Gebaut im 13. Jahrhundert. Er hat seinen Sitz, der früher in Esztergom war, dann hier untergebracht. Unter dem Schloss gibt es ein Netzwerk von Höhlen. Heutzutage kann man hier das Museum des modernen Alters und die ungarische Nationalgalerie besichtigen, im ganzen Jahr lang. On the castle hill you can find an outstanding building, the Hotel Hilton. It fits excellently in the surroundings and it is said to be the most elegant hotels of the capital. The building, designed by Béla Pintér, was completed in 1976. Between the castle and the building there is another beautiful building. This is the Alexander Palace. It used to be the residence of the Hungarian Prime Minister between 1867 and 1945. Currently, it is the official residence of the President of the Republic. Ein anderes faszinierendes Gebäude auf dem Schlosshügel ist das Hotel Hilton, eine der elegantesten Hotels in der Hauptstadt. Es wurde 1976 nach den Plänen von Béla Pintér gebaut. Zwischen dem Hilton und dem Schloss gibt es ein anderes wunderschönes Gebäude, das Alexanderpalast. Zwischen 1867 und 1945 diente es als Sitz der Ministerpräsidenten. Heute ist es die Residenz des Präsidenten der Republik. Ahead of us you can see the Gellért Hill. The Gellért Hill was named after